In ein paar Wochen feiern wir Thanksgiving in den USA. Was ist das? Warum feiern wir es? Und was sind die wichtigen Wörter, die ich brauche, um darüber auf Deutsch zu sprechen? Das erkläre ich in diesem Video. Zuerst die wichtigste Frage. Warum feiert man in Amerika Thanksgiving? Als die ersten Siedler aus Europa gekommen sind und in Amerika ihre Siedlungen errichtet haben, hatten sie viele Schwierigkeiten. Sie haben nicht gewusst, wie man Mais kultivieren konnte. Krankheiten waren überall und alles war fremd. Die Indianer haben den Siedlern geholfen. Sie haben zusammen ein sogenanntes Dankfest gefeiert. Sie haben zusammen gegessen und waren ganz nett miteinander. Das ist, was in Büchern geschrieben wird, aber die echte Geschichte ist etwas komplizierter. Die Siedler und die Indianer haben einander nicht gemocht. Sie haben oft gegeneinander gekämpft. Die Siedler sind fast vor Hunger gestorben. Um Lebensmittel zu sparen, haben die Siedler oft gefastet. Wenn sie dennoch einmal essen durften, haben sie das gefeiert. Die Siedler haben Gott gedankt, dass er ihnen mit der Ernte genug zu essen gegeben hat. Das erste Mal, dass man etwas von dem Wort Thanksgiving hört, war nach einem solchen Tag. Es war so etwas wie das deutsche Erntedankfest. Offensichtlich hatten sie dann nicht viel gegessen. Sie haben keinen Truthahn gegessen. Es gab keinen Kürbiskuchen. Wann ist Thanksgiving? Jedes Jahr am 4. Donnerstag im November feiern wir Thanksgiving. Früher feierten Amerikaner ihn am 3. Oktober, aber Abraham Lincoln hat ihn auf den letzten Donnerstag im November festgesetzt. Zwischen 1939 und 1941 haben ein paar Bundesstaaten den Feiertag geändert, bis der Kongress den Feiertag auf den 4. Donnerstag im November festsetzte. Was gibt es an Thanksgiving zu essen? Wir essen viel. Unsere Portionen sind immer übergroß. An Thanksgiving esse ich fast den ganzen Tag, denn an Thanksgiving gibt es keine Portionen. Es gibt einfach Essen, den ganzen Tag. Truthahn, Füllsel, Kartoffelpüree, Süßkartoffeln, grüne Bohnen, Brot, Brötchen, Kürbiskuchen und viele andere Gerichte sind die traditionellen Speisen. Bei meiner Familie gibt es immer viele Kekse und Kuchen. Schokoladenkekse, Erdnussbutterkekse und Oatmeal Coconut Ranger Cookies. Meine Schwiegereltern nennen die Oatmeal Coconut Ranger Cookies Family Favorites. Wir haben Kürbiskuchen, Schokoladenkuchen und manchmal Kaffeekuchen. Viele Familien backen Pekannusskuchen, aber wir nicht. Auf einer Webseite, die ich gefunden habe, wird davon gesprochen, dass ein Füllhorn, eine Schüssel geformt wie ein Horn, voller Obst, Blumen und Kornähren als Zeichen des Überflusses hier nicht fehlen darf. Ich habe noch nie ein Füllhorn bei Thanksgiving gesehen. Sie sind symbolisch für Thanksgiving, aber wir haben sie nicht zu Hause. Wir benutzen sie nicht für Thanksgiving. Diese Füllhörner sind bei uns eher Werbeartikel oder Dekoration. Was macht man bei Thanksgiving? Ich verbringe Thanksgiving mit meinen Schwiegereltern. Die ganze Familie kocht zusammen. Sie machen ihre eigenen hausgemachten Nudeln. Sie räuchern einen Truthahn. Während wir kochen, schauen die Frauen und Kinder die Macy's Thanksgiving Parade im Fernsehen. Die Männer schalten manchmal weg, um Fußball zu sehen. Vor dem Mittagessen sagen wir alle, wofür wir dankbar sind. Ich bin dankbar, dass wir alle gesund sind. Ich bin dankbar, dass es im Winter keine Schlangen gibt. Nach dem Essen spielen wir Brettspiele oder Karten und unterhalten uns. Unsere Lieblingsspiele sind Domino, Sequence, Euchre, Poker und das Kartenspiel Golf. Die Kinder spielen in einem Zimmer und die Erwachsenen sprechen miteinander in einem anderen Zimmer. Am Ende des Tages fangen wir an, Weihnachten zu planen. Viele Geschäfte bieten viele Angebote.
In den letzten 10 Jahren ist der sogenannte Black Friday, Schwarzer Freitag, etwas hektischer geworden. Das ist der Tag nach Thanksgiving, an dem viele Amerikaner ihre Weihnachtsgeschenke kaufen. Dieser Tag bezeichnet den unoffiziellen Anfang der Weihnachtszeit. In den letzten paar Jahren hat die Weihnachtszeit früher und früher angefangen. 3 Tage nach Halloween habe ich Weihnachtsmusik in Walmart gehört. Jetzt haben wir fast einen Monat mehr von dieser schrecklichen Weihnachtsmusik. Hoffentlich werde ich nicht verrückt. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Bitte hör auf.